Petra Sanak und ich komme aus der Gegend um Düsseldorf und fahre einen Jaguar E-Type. Der Jaguar E-Type ist ein Auto, das einen Spirit hat, so aus den 60ern und wild ist in seiner Art. Er lässt sich toll fahren und ist sportlich und niedlich. Der Jaguar, wie er jetzt hier steht, ist in dem Original Racing Green. Als er nach Europa kam, war er rot und in einem schlechten Zustand vom Lack. Der Lack war gerissen und er wurde auch general überholt, technisch. Und soweit es ging, haben wir versucht, das Interieur und die Originaldinge zu belassen und nur wieder herzustellen, sodass sie schön aussehen und funktionieren. Und ja, so ist er ein bisschen gemixt zwischen neu und alt. Der E-Type wurde in den USA erst zugelassen, 1969, und hat da 3 Jahrzehnte Vorbesitzer gehabt, 3 Vorbesitzer, bevor er nach Europa gekommen ist. Und seit 2010 fahren wir den. Ich erinnere mich an die Zeit früher, als ich den Führerschein gemacht habe. Da musste man noch schalten und entsprechend die Kupplung und Gas geben. Das musste gut abgestimmt sein. Und sonst hat mein Auto einfach abgewürgt. Das habe ich ganz lange so trainiert damals, wie wir alle zu der Zeit. Irgendwann kamen dann die Automatikgetriebe auf und ja gut, man verliert das nicht unbedingt und kann das irgendwie immer noch. Aber es war am Anfang echt schwierig mit dem Auto. Wir hatten neue Weber-Vergaser und die waren noch nicht so ganz so eingestimmt mit dem Gaspedal, sodass das Gaspedal ziemlich hart war. Das heißt, alleine das Anfahren war immer eine Challenge, dass der Wagen nicht ausging oder loshüpfte und brauchte ziemlich viel Kraft. Ich hatte wirklich oft auch Muskelschmerzen und das haben wir jetzt alles eingestellt. Jetzt lässt er sich sauberer fahren und jetzt habe ich auch richtig Spaß dran. Also es gab Zeiten, da hatte ich echt jedes Mal beim Anfahren so die Panik, oh Gott. Jetzt muss ich sagen, im Moment fährt er wie ein Kätzchen. Es gab Zeiten, da rappelte das ganze Auto im Standgas und inzwischen fährt er sauber und weich und auch in den Gängen. Macht Spaß. Als ich noch so Anfang 20 war ich mit einem Partner zusammen und wir hatten zusammen einen Comanchia. So fing eigentlich ja, mein Blick für die Oldtimer an. Jetzt seit einigen Jahren bin ich auch professionell Fotografin mit dem Schwerpunkt für Klassiker. Ich liebe einfach die Welt der Oldtimer, der Geruch, der Sound, wenn die Autos vorbeifahren und ich den besten Schuss machen möchte. So, das ist das, was mich reizt und mitnimmt. Der E-Type ist ein super schönes Auto. Das fängt schon an mit den Kurven und den Spiegelungen im Lack und es ist wunderschön. Es ist mir einmal ein Foto gelungen, auf der Beifahrerseite wohl, als wir in den Sonnenuntergang gefahren sind. Und der spiegelte sich und die Bäume spiegelten sich im Lack und es ist ziemlich sexy, diese Motorhaube mit den Rundungen und es ist weich und elegant und wie er sich so durch die Kurven schiebt, das ist wunderschön. Und auf der anderen Seite ist aber auch spannend, was unter der Motorhaube ist. Jetzt bin ich ja nun kein Mann und vielleicht auch nicht ganz so technikaffin und verstehe auch nicht so viel, aber es interessiert mich sehr. Und es gab es auch schon, dass ich mit einem Schraubenschlüssel unter dem Jaguar lag und was reparieren musste, was abging und klapperte. Alleine in das Auto einzusteigen, ist schon gleich in eine ganz andere Welt zu kommen. Der Geruch von dem Fahrzeug und die Geschichte der Spirit beginnt schon, wenn man einfach nur drin sitzt. So. Die Vorstellung, welche Personen haben hier gesessen, welche Lebensthemen wurden hier bestritten und das sind Geschichten. Und die sind irgendwie in diesem Fahrzeug spürbar und der Spirit ist immer noch da. Ich fahre gerne schnell, wenn ich kann. Und es gab eine Zeit, da durften wir mit dem Auto auch nicht schnell fahren. Wie gesagt, bis das alles eingestellt war und alles aufeinander eingestimmt war. Und jetzt ist es toll, also es macht Spaß, dass ich jetzt das erste Mal vor ungefähr 3 Wochen den aus der Werkstatt holte. Und ich konnte wirklich Gas geben, auch auf der Autobahn, ohne Angst haben zu müssen, dass wir dem Auto damit schaden. Es war schön, macht Spaß. Ich fahre gerne schnell. Das Gemeine ist, dass der Miles per Hours zeigt und ja, man immer ein bisschen schätzen muss, wie schnell man gerade ist. Ich vermute, ich bin immer ein bisschen zu schnell.